mein Gott, krass, Rauchen ist doch gar nicht so ungesund. What, wie kommst du denn da drauf? Hier steht Helmut Schmidt, by the way, der ehemalige Bundeskanzler, nur falls du es nicht weißt. Der Typ ist einfach 96 Jahre alt geworden und hat krass viel geraucht. Als ob er das geschafft hätte, wenn das so schlimm ist, wie alle immer sagen. Hä, nur weil er 96 geworden ist, heißt das doch nicht, dass das Rauchen an sich nicht trotzdem ungesund ist. Leute, Fake News funktionieren oft nach den gleichen Mustern. Und die Abkürzung Plurf kann euch daran erinnern, welche Methoden hinter Fake News oder Desinformationen stecken. By the way, auf Englisch heißt die Abkürzung Flick. Plurf, was? Plurf. Die Abkürzung wurde von Wissenschaftlern im Zusammenhang mit Fake News rund um die Klimakrise entwickelt. Aber Fake News gibt es natürlich zu allen möglichen Themen. Okay, und was bitte hat das jetzt mit dem Rauchen zu tun? Die Geschichte mit Helmut Schmidt ist zum Beispiel dieses klassische Rosinenpicken. Es gibt zig wissenschaftliche Studien, die beweisen, wie ungesund Rauchen ist und wie viele Menschen daran sterben. Aber dann wird einfach dieser 91-jährige Opa, den man irgendwie kennt und der ganz viel geraucht hat, einfach als Gegenargument genommen. Wie waren nochmal die anderen Muster? Ein weiteres ist das Muster Pseudo-Experten. Elon Musk hat zum Beispiel 2020 im amerikanischen Podcast Joe Rogan Experience behauptet, dass die Sterblichkeitsrate von Corona-Infizierten wahrscheinlich geringer ist, als von der WHO kommuniziert wurde. Warte mal, das ist doch dieser krass reiche Tesla-Chef. Genau, und warum sollte der das besser wissen als die WHO, bei der übrigens über 8000 Leute aus der Wissenschaft, Ärztinnen, Ärzte und so weiter arbeiten? Ja gut, das stimmt irgendwie, aber es gibt echt noch mehr Muster? Oh ja, das L in der Abkürzung Plurf steht nämlich für das Muster Logikfehler. Es gibt zum Beispiel Menschen, die behaupten, dass Zahnpasta mit Fluorid hochgiftig ist. Wie bitte? Okay, warte. Es wird hier nämlich einfach von den Eigenschaften, die das hochgiftige Gas Fluor hat, einfach auf Fluoride geschlossen. Fluoride sind allerdings Verbindungen des Elements Fluor und viel ungefährlicher, solange man nicht 3 Zahnpastatuben am Tag isst. Okay, irgendwie ergibt das alles Sinn, was du sagst, aber ich habe wirklich keine Ahnung, ob ich mir dieses Plurf-Ding überhaupt merken kann. Kein Problem, ihr könnt euch einfach dieses Video abspeichern und falls euch noch die 2 weiteren Muster, unerfüllbare Erwartungen und Verschwörungstheorien interessieren, wir verlinken euch eine sichere Quelle in der Caption. Voll nice, danke. Und hast du nicht vielleicht noch was vergessen? Ja, stimmt.